Hallo zusammen, schön, dass ihr da seid. Ich bin Frederik. Auf diesem Kanal sprechen wir über Geld so, dass man es sofort versteht, ohne Fachchinesisch und ohne dieses unangenehme Gefühl, ich habe keine Ahnung. Heute machen wir einen kompakten, aber sehr praktischen Rundflug. Warum Geld am Monatsende oft weg ist, wie man anfängt zu sparen, was ein finanzielles Polster wirklich bedeutet, wie Inflation und Leitzins dein Leben beeinflussen und wie man Kredite einordnet. Und am Ende ein sicherer, kleiner Einstieg ins Investieren, ohne Druck, ohne Hype. Bevor wir starten, bitte abonniert den Kanal und lasst ein Like da, das hilft uns wirklich. Und schreibt kurz in die Kommentare, habt ihr schon ein finanzielles Polster? Für wie viele Monate würde es reichen? Okay, lass uns direkt mit dem wichtigsten Aha starten. Viele sparen nicht deshalb nicht, weil sie schlecht mit Geld sind, sondern weil sie nicht sehen, wo es hingeht. Genau dort setzen wir an. Erst Klarheit, dann Sicherheit, dann langfristige Schritte. Und wenn du nur eine Sache mitnehmen willst, du brauchst kein perfektes System, du brauchst ein System, das du durchhältst. Hi zusammen, ich bin Sophia und ich will gleich zu Beginn Druck rausnehmen. Wenn du das Gefühl hast, dein Geld verschwindet einfach, das ist extrem normal. Der häufigste Grund ist nicht fehlende Disziplin, sondern dass viele Ausgaben klein, regelmäßig und unsichtbar sind. Sie fühlen sich nicht wie Entscheidungen an, aber sie summieren sich. Typische Lecks sind Abos, die man kaum nutzt, zu teure Handyverträge, unnötige Kontogebühren, ein Fitnessstudio, das man selten besucht oder spontane Käufe, die später ungetragen im Schrank liegen. Dazu kommt, man kauft Gewohnheiten, Coffee to go, Lieferdienst, kleine Upgrades und merkt erst spät, wie groß die Summe ist. Der beste Einstieg ist simpel: einen Monat lang Ausgaben notieren. Nicht zum Verurteilen, sondern zum Verstehen. Dann stellst du dir nur eine Frage: Gefällt mir, wofür ich mein Geld eintausche? Wenn die Antwort bei manchen Kategorien eigentlich nicht ist, hast du dein Sparpotenzial gefunden, ohne dass du dein Leben komplett umkrempeln musst. Und falls wirklich nichts zu kürzen ist, dann ist die ehrliche Lösung, an den Einnahmen zu arbeiten. Wenn du Ordnung reinbringen willst, ist der Notgroschen der stabilste erste Meilenstein. Ein finanzielles Polster ist Geld, das dich auffängt, wenn etwas passiert. Job weg, Krankheit, Umzug, Auto kaputt. Viele nennen als Richtwert 3 bis 6 Monate Lebenshaltungskosten. Ich finde aber den Blick Zeit statt Summe hilfreicher. Nicht, ich habe 2000 Euro, sondern ich habe einen Monat Zeit oder 3 Monate Zeit. Zeit, um ruhig zu entscheiden, statt in Stress einen teuren Kredit zu nehmen. Wichtig ist auch, dieses Polster gehört nicht in riskante Anlagen. Es soll verfügbar und stabil sein, typischerweise Tagesgeld oder etwas Vergleichbares. Erst wenn das Fundament steht, machen langfristige Schritte Sinn. Und wie viel spart man monatlich? Eine einfache Faustregel sind 10%. 20% ist super, wenn es realistisch ist, aber lieber 10% konstant als 20% für 2 Monate und dann nichts. Dazu passen Ziele. Nicht nur Rente oder Wohnung, sondern auch schöne Dinge wie Urlaub, Geschenke, mehr Ruhe. Frag dich, was will ich in einem Jahr und was in 5? Das macht Sparen automatisch konkret. Viele fragen: Warum soll mich der Dollar- oder Euro-Kurs interessieren, wenn ich in Euro bezahle? Weil viele Preise indirekt daran hängen. Technik, Ersatzteile, Rohstoffe, Reisen. Wechselkurse kommen oft zeitverzögert in den Ladenpreis. Das heißt nicht, dass du ständig tauschen musst. Wenn Fremdwährung für dein Leben sinnvoll ist, dann eher regelmäßig in kleinen Beträgen, statt den perfekten Kurs jagen. Inflation ist außerdem nicht nur eine Zahl im Fernsehen. Es gibt die offizielle Inflation, aber du hast eine persönliche. Wenn du viel Miete zahlst oder stark von bestimmten Ausgaben abhängst, spürst du Preissprünge anders als der Durchschnitt. Deshalb ist Planung so wichtig. Zum Leitzins ganz kurz. Er ist der Preis des Geldes. Hoher Leitzins bedeutet oft teurere Kredite, aber bessere Sparzinsen. Niedriger Leitzins, oft günstigere Kredite, aber schwache Zinsen fürs Sparen. Und Kredite? Kredit ist ein Werkzeug. Gefährlich wird's bei Konsumkrediten und Kreditkartenschulden ohne Plan. Bei Immobilienkrediten ist es oft realistisch, aber nur, wenn du sauber rechnest und Reserven hast.
Wenn du investieren willst, fang klein an. Depot eröffnen, eine simple, günstige Position kaufen. Nicht um perfekt zu sein, sondern um den Ablauf zu lernen und zu merken, wie du dich bei Schwankungen fühlst. Zum Abschluss. Geld ist ein Werkzeug. Es ist weder gut noch böse. Entscheidend ist, dass du dein Geld steuerst, nicht umgekehrt. Wenn dir dieses Video geholfen hat, bitte abonnieren, Like dalassen und schreib in die Kommentare, womit du startest. Ausgaben tracken, Notgroschen aufbauen oder Schulden abbauen. Wir können daraus gern ein Folgevideo machen mit echten Beispielen und einem Schritt-für-Schritt-Plan. Danke, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Danke euch auch von mir. Und denkt dran, kleine Schritte schlagen perfekte Pläne. Wenn ihr wollt, schickt uns eure Situationen in die Kommentare. Wir zeigen dann, wie man realistisch ein Polster aufbaut, ohne sich kaputt zu sparen. Bis bald und passt auf euch auf!